Hallo liebe Häkelfreunde, kurz, frech und weit präsentiert sich diese Kurzweste in extravagantem Design. Sie ist ähnlich gemacht wie die Kurzweste für fortgeschrittene Häklerinnen, aber in einer einfachen und schlichten Version. Diese Kurzweste gibt euch die Möglichkeit, auch im goldenen Herbst noch ärmellose Kleider zu tragen und trotzdem die Schultern angenehm zu bedecken. Die Anleitung enthält die Angaben von Größe 36 bis 50. Diese erscheinen immer dann im Video, wenn sie gebraucht werden. Ich habe für diese Weste einen Restbobbel verwendet. Der gesamte Bobbel mit allen Schattierungen ist im Anfangsbereich des Videos zu sehen. Auch dieses wunderbare Vorführmodell inklusive der passenden Tuchnadel und viele weitere tolle Modelle sind in meinem Shop erhältlich. Handgefertigtes ist auch als besonderes Geschenk immer sehr beliebt. Den Link zum Shop findet ihr in der Infobox unter diesem Video. Und jetzt wünsche ich euch viel Freude beim Nacharbeiten. Für diese einfache Kurzweste habe ich einen Rest des dreifädigen Bobbels mit dem Namen Schneewolf von Sabine Helfers Meine Bobbelträumerei verwendet. Hier seht ihr den Bobbel nun mit allen Farbschattierungen. Ich bedanke mich herzlich bei Sabine Helfer, die mir diesen traumhaften Bobbel zur Verfügung gestellt hat. Die Sabine macht wunderschöne Bobbels in vielen Farben, mit tollen Farbverläufen, mit oder ohne Lurex-Faden oder wenn gewünscht auch mit Alpaka-Faden und auch mit der gewünschten Lauflänge. Ihr findet meine Bobbelträumerei auf Facebook und es lohnt sich, da einmal hineinzuschauen. Den Link und die E-Mail-Adresse findet ihr in der Videobeschreibung unter diesem Video. Ich beginne mit der hellsten Farbe und ich verwende eine Häkelnadel Nummer 3,5. Ich mache eine Anfangsschlinge. Ich häkle 5 Luftmaschen. Ich schließe mit einer Kettmasche in die erste Luftmasche zum Ring. Ich häkle 3 Luftmaschen, die sind das erste Stäbchen, und ich häkle in den Ring noch 12 Stäbchen, sodass wir insgesamt 13 Stäbchen inklusive Ersatzstäbchen haben. Ich häkle über den Anfangsfaden drüber. Wir ziehen den Ring aber nicht zusammen. Und wenn ich 13 Stäbchen gehäkelt habe, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe inklusive Ersatzstäbchen 13 Stäbchen gehäkelt. Wir wenden die Arbeit. Wir starten mit 5 Luftmaschen, 3 zählen als Stäbchen, 2 sind für den Abstand und wir häkeln in dieselbe Masche, wo diese 5 Luftmaschen herauskommen, ein Stäbchen. So ist ein V entstanden. Wir lassen die nächste Masche aus und in jede zweite Masche häkeln wir ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und
ein Stäbchen in dieselbe Masche. Jetzt haben wir 2 V. Eine Masche auslassen und in jede zweite Masche ein Stäbchen, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen häkeln. Wir erhalten in dieser Reihe 7 V und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Bis jetzt habe ich 6 V gehäkelt. Am Ende der Reihe bleiben ein normales Stäbchen und das Ersatzstäbchen noch übrig. Wir überspringen das normale Stäbchen und in die dritte Luftmasche des Ersatzstäbchens häkeln wir das 7. V. Und bitte nachzählen, es müssen 7 V sein. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Das heißt, wir haben am Anfang der Reihe wieder ein V. Dann haben wir aus der Vorreihe 2 Stäbchen. Da häkeln wir auf jedes Stäbchen ein Stäbchen und dann kommt schon wieder ein V. Immer ins V der Vorreihe kommt wieder ein V mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Zwischen den Vs haben wir 2 Stäbchen. Da häkeln wir 2 Stäbchen drauf und wieder ein V ins V der Vorreihe. Wieder 2 Stäbchen und wieder ein V. Das machen wir die ganze Reihe so und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe nicht vergessen, 2 Stäbchen, bevor das letzte V kommt und in die letzte Lücke wieder ein V mit einem Stäbchen, 2 Luftmaschen und einem Stäbchen. Wir wenden die Arbeit. Wir starten immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir zwischen den Lücken 4 Stäbchen. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen, also 4 in dieser Reihe. Und dann in die Lücke wieder ein neues V. 4 Stäbchen zwischen den Lücken. Und in die Lücke ein neues V und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende. Nie vergessen, in die letzte Lücke ein V zu häkeln. Das ist ganz wichtig. Es müssen immer 7 V sein und 6 Flächen sind dazwischen. Wir wenden die Arbeit. Wie gesagt, wir starten immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt haben wir 6 Stäbchen als Basis. Wir häkeln auf jedes vorhandene Stäbchen ein Stäbchen. In dieser Reihe sind es
6 Stäbchen. Und dann ein V ins V der Vorreihe. Und das machen wir die ganze Reihe so. Und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Auch das Ende der Reihe ist immer gleich. Wir häkeln ein Stäbchen in die Lücke, 2 Luftmaschen und ein Stäbchen in die Lücke. Das Ganze sieht so aus. Die Form muss ungefähr so sein wie bei mir. Ganz wichtig, 7 Ecken und 6 Flächen. Und ansonsten wird nun diese Reihe, die wir soeben gemacht haben, stets wiederholt. Ich zeige euch noch einmal die erste Kante. Alle Kanten sind immer gleich. Immer mit 5 Luftmaschen beginnen, ein Stäbchen in die Lücke und alle Stäbchen, die vorhanden sind, wieder mit Stäbchen häkeln. Das bedeutet, immer 2 Stäbchen kommen dazu in jeder Reihe. Und die Kanten sind immer alle gleich, das heißt, sie müssen auch immer gleich viele Stäbchen haben. Und immer in die Faust der Vorreihe kommt ein neues V. Und wie gesagt, diese Musterreihe wird nun stets wiederholt, bis die Passe eine bestimmte Größe erreicht hat und wir messen vom Mittelpunkt in einem Eck, also in einer Ecke, wird gemessen, so, bis die Passe eine bestimmte Größe erreicht hat. Dazu schaut ihr euch gleich die nächste Einstellung an. Willkommen zurück, meine Passe hat das gewünschte Maß erreicht. Noch einmal, wir messen vom Mittelpunkt in einer Spitze, nicht bei den Kanten vorne messen, sondern hier oder hier messen, das ist ganz wichtig. Und bevor wir eine Anprobe machen können, zeige ich euch zuerst, wie die Ärmel abgeteilt werden. Wir haben hier ein Vorderteil, hier einen Ärmel, 2 Teile für das Rückenteil, einen Ärmel und das zweite Vorderteil. Und wenn wir die Weste so falten, wie sie später getragen wird, dann müssen diese Klammern genau aufeinander kommen und dann könnt ihr diese beiden Klammern noch einmal entfernen, durch die Lücken einen Maschenmarkierer durchstecken. Das macht ihr auf beiden Seiten und dann könnt ihr hineinschlüpfen und dann muss das Ganze locker passen. Und wenn nicht, dann müsst ihr noch 1 oder 2 Reihen hinzufügen, bis es passt. Und dann stellen wir die ursprüngliche Einteilung wieder her. Und dann häkeln wir wie gewohnt bis zur ersten Klammer. Ganz wie immer mit 5 Luftmaschen starten, ein Stäbchen in die Lücke und alle Stäbchen häkeln bis zur Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin bei der Klammer angekommen, ich entferne die Klammer. Ich habe bis zur Lücke Stäbchen gehäkelt
Und jetzt häkle ich ein Stäbchen in die Lücke. Dann lassen wir den Ärmelteil aus, also eine Fläche, und häkeln auch hier ein Stäbchen in die Lücke. Und dann häkeln wir die nächsten 2 Flächen ganz wie immer, auch mit den Zunahmen in der Spitze, also ganz genau wie vorher. 2 Flächen häkeln bis zur nächsten Klammer und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die beiden Flächen für das Rückenteil gehäkelt. Hier haben wir den ersten Ärmel abgeteilt. Ich entferne die Klammer. Ich häkle in die Lücke ein Stäbchen. Ich überspringe den Ärmelteil, häkle auch hier in die Lücke ein Stäbchen und dann bleibt noch eine Fläche übrig, die ist das zweite Vorderteil, und wir häkeln die Reihe wie gewohnt zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Ich habe die Reihe wie gewohnt beendet mit einem V in die letzte Lücke. Das bleibt auch jetzt immer gleich. Jetzt häkeln wir wieder zurück, und zwar zunächst bis zum Armloch. Und was ist jetzt anders? Wir haben jetzt nur noch 3 Zunahmestellen. Am Anfang der Reihe, am Ende der Reihe und in der rückwärtigen Mitte. Und wir häkeln, bis wir zum Armloch kommen. Zunächst starten wir mit 5 Luftmaschen, wie immer, und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir immer in Zweiergruppen, und zwar lassen wir das erste Stäbchen aus und ins zweite Stäbchen häkeln wir ein Stäbchen und dann ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Dann genau schauen, immer die nächsten beiden freien Maschenköpfe verwenden. Nicht aus Versehen in ein Stäbchen einstechen, wo schon ein Stäbchen drin ist. Also die nächsten beiden freien Maschenköpfe, eine Masche auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Ein Stäbchen auslassen, ein Stäbchen häkeln und ein Stäbchen in die ausgelassene Masche. Und das machen wir bis zum Armloch. Das muss sich genau ausgehen, denn wir hatten immer eine gerade Maschenzahl und wir haben auch jetzt eine gerade Maschenzahl als Basis. Und beim Armloch sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beim Armloch angekommen. Hier sind die letzten beiden Stäbchen vor der Lücke. Es geht sich ganz genau aus, dass wir bis zur Lücke hinkommen mit unseren Zweiergruppen. Und dann häkeln wir ganz normal nach der Lücke wieder eine überkreuzte Gruppe. Und dann häkeln wir bis zur rückwärtigen Mitte und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin beinahe in der rückwärtigen Mitte angekommen. Auch hier geht es sich genau aus, dass wir bis zur Lücke immer 2 überkreuzte Stäbchen häkeln können. Dann häkeln wir wie gewohnt ein Stäbchen, 2 Luftmaschen
und ein Stäbchen in die Lücke und starten direkt nach der Lücke wieder mit den überkreuzten Gruppen und wir häkeln, bis wir wieder unter dem Arm ankommen und dort sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich bin unter dem Arm angekommen und hier bleiben genau 2 Maschenköpfe bis zur Lücke übrig. Wir häkeln also bis zur Lücke hin überkreuzte Stäbchen und dann geht es direkt mit den nächsten beiden Maschenköpfen weiter. Und wir häkeln die Reihe zu Ende und dann sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, auch am Ende der Reihe kommen wir direkt bis zur Lücke hin. Wir häkeln noch unser V in die letzte Lücke. Wir wenden die Arbeit und die zweite Musterreihe besteht aus Stäbchen. Auch die beginnt wie immer mit 5 Luftmaschen und einem Stäbchen in die Lücke. Und jetzt häkeln wir in jedes Stäbchen, das vorhanden ist, ein Stäbchen. Wichtig, auch auf dieses Stäbchen, das hier dazugekommen ist, häkeln wir ein Stäbchen. Das ist ganz wichtig. Wir haben jetzt in allen Randbereichen ein einzelnes Stäbchen. Also hier in der rückwärtigen Mitte ist ebenfalls nach der Zweiergruppe ein einzelnes Stäbchen. Dann das V und nach dem V wieder ein einzelnes Stäbchen. Und am Ende der Reihe ebenfalls. Und unter den Armen einfach durchhäkeln. Auf jedes Stäbchen ein Stäbchen. Und am Ende der Reihe sehen wir uns wieder. Willkommen zurück, ich habe die Reihe zu Ende gehäkelt. Ganz wichtig ist in dieser Reihe, dass ihr in jeden vorhandenen Maschenkopf ein Stäbchen häkelt. Wir wenden die Arbeit und jetzt folgt wieder eine Reihe mit überkreuzten Stäbchen. Wir beginnen immer mit 5 Luftmaschen und starten sofort wieder auf den ersten beiden Maschenköpfen mit den überkreuzten Stäbchen. Und wir erhalten pro Kante jetzt eine Gruppe mehr als hier unten, und zwar auf dieser Seite und auch hier in der rückwärtigen Mitte ergibt sich eine neue Gruppe und auch hier eine neue Gruppe und am Ende der Reihe ebenfalls. Das heißt, ihr müsst nur immer 2 überkreuzte Stäbchen häkeln. Es geht sich wieder ganz genau aus und dann als nächstes folgt wieder eine Reihe mit Stäbchen. Immer dieselben 2 Reihen. Und das machen wir bis wir hier in der rückwärtigen Mitte vom Anfangspunkt bis zur Spitze die gewünschte Länge erreicht haben. Ich mache ungefähr 60 cm von hier bis hier und wir enden mit einer Stäbchenreihe. Und wenn ihr so weit gekommen seid, sehen wir uns wieder. Willkommen zurück. Meine Weste hat die gewünschte Länge erreicht. Ich habe hier in der rückwärtigen Mitte gemessen ca. 60 cm. Ich habe mit einer Stäbchenreihe
vorläufig geendet. Und jetzt wende ich nicht mehr, sondern wir behäkeln die Vorderkanten, die ganze Kante entlang, auch in den Anfangsring bis zur anderen Seite hinüber. Und zwar häkle ich feste Maschen und ich starte mit einer Luftmasche und häkle immer abwechselnd 2 feste Maschen in die Lücke und dann 3 feste Maschen. Dann wieder 2 feste Maschen und dann wieder 3 feste Maschen. Und wenn ihr die Kante fertig gehäkelt habt, ist unsere Weste fertig. Liebe Häkelfreunde, ich bedanke mich herzlich fürs Zuschauen. Ich hoffe, ihr habt viel Freude beim Häkeln dieser einfachen Kurzweste und mein nächstes Video ist schon in Arbeit. Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meinen Kanal abonnieren würdet. Falls ihr mir ein besonderes Dankeschön zukommen lassen wollt, könnt ihr das mit dem Super Thanks Button unter diesem Video tun. Und wie gesagt, falls ihr ein besonderes Geschenk sucht, schaut gerne in meinem kleinen Online-Shop vorbei. Eure Karin aus dem Ländle.